Das hier ist die Bucheckstraße, eine der meistbefahrenen Straßen der Stadt Zürich. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 km pro Stunde. Geht es aber nach dem Stadtrat, soll hier und auch auf den meisten anderen Straßen der Stadt bald nur noch Tempo 30 gelten. Und auch in Deutschland wird das Thema aktuell vielerorts diskutiert. Auf vielen Straßen soll schon in diesem Jahr Tempo 30 eingeführt werden. Innerorts 30 als Regel. Flüssiger soll es also werden und zudem klimaschonender und sicherer. Doch wie sinnvoll ist Tempo 30 innerorts wirklich? Eines der Hauptargumente der Befürworter von Tempo 30: Lärmschutz. So schreibt zum Beispiel auch die Stadt Zürich, man wolle die Bevölkerung mit Tempo 30 vor übermäßigem Straßenlärm schützen. Doch wie groß ist der Unterschied zwischen Tempo 30 und Tempo 50 wirklich? Machen wir mal den Praxistest. Zuerst testen wir die Lautstärke bei 30 km pro Stunde. Und gleich nochmals denselben Test mit 50 km pro Stunde. Also bei Tempo 30 hatten wir einen Lautstärkepegel von etwa 73 Dezibel, bei Tempo 50 etwa 79 Dezibel. Also kein enormer Unterschied, aber doch spürbar. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch diese Studie, die vom Schweizer Bundesamt für Straßen in Auftrag gegeben wurde. Darin wird aufgezeigt, dass sich mit Tempo 30 der Lärmpegel um etwa 2 bis 4,5 Dezibel reduzieren lässt. Dieser Unterschied kommt oft aber nur dann zustande, wenn der Verkehr trotzdem flüssig fließen kann. Solche Temposchwellen und seitliche Hindernisse können dafür sorgen, dass Fahrzeuge immer wieder abbremsen und beschleunigen müssen. Und lärmtechnisch ist das dann eher kontraproduktiv. Ein weiteres Argument, das die Befürworter gerne anbringen: Tempo 30 erhöhe die Verkehrssicherheit. Kollidiert ein Auto mit 30 km pro Stunde mit einer Fußgängerin oder einem Fußgänger, ist die Chance klein, dass die Person dabei stirbt. Sie beträgt etwa 5%. Bei Tempo 50 steigt diese Wahrscheinlichkeit bereits auf ca. 30%. Das hat unter anderem mit dem Bremsweg zu tun. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange es dauert, bis der Wagen zum Stillstand kommt, mache ich einen Bremstest. Zuerst die Vollbremsung bei Tempo 30. Reaktionsweg und Bremsweg zusammen ergeben 21 Meter. Dann die Vollbremsung bei Tempo 50. Hier kommt das Fahrzeug erst nach 33 Metern zu stehen. Spannend ist hier auch, bei Tempo 30 komme ich nach 21 Metern zum Stillstand. Bei Tempo 50 fahre ich etwa die gleiche Distanz, bevor ich überhaupt reagieren und auf die Bremse treten kann. Unfallstatistiken aus diversen Städten zeigen, dass bei Tempo 30 die Anzahl der Unfälle stark zurückgegangen ist. So beispielsweise in Helsinki. Seit 2019 gilt in den meisten Straßen der Innenstadt Tempo 30. Mit dieser Tempolimite ist die Zahl der Unfälle kontinuierlich gesunken. Trotzdem gilt festzuhalten, in manchen Fällen ist nicht ganz klar, ob Tempo 30 allein für diesen Rückgang verantwortlich ist oder ob allenfalls auch andere Maßnahmen eine Rolle gespielt haben. Denn die Zahl der Unfälle hängt unter anderem mit der Verkehrsmenge, der Vorfahrtenregelung oder der Zahl der Fahrstreifen zusammen. Ein weiterer Punkt: die Umweltbelastung. Dieser Kartenausschnitt von Zürich zeigt die Stickoxidwerte in der Luft. Was man ganz deutlich sieht, entlang der stark befahrenen Straßen ist die Luftverschmutzung durch Abgase besonders hoch. Das soll sich mit Tempo 30 ebenfalls verbessern, sagen die Befürworter. Zum direkten Zusammenhang zwischen Höchstgeschwindigkeit und Luftschadstoffbelastung gibt es noch nicht viele Untersuchungen. Aber langjährige Messreihen an Berliner Hauptverkehrsstraßen haben gezeigt, dass der Ausstoß verschiedener Luftschadstoffe nach der Einführung von Tempo 30 zurückgegangen ist. Zu beachten ist aber auch hier, Tempo 30 wirkt sich vor allem dann positiv aus, wenn der Verkehr trotzdem fließend verläuft. Denn dann gibt es weniger Beschleunigungs- und Bremsmanöver und der Energieverbrauch sinkt. Beispiele aus Berlin zeigen, der Verkehrsfluss hat sich mit der Einführung von Tempo 30 nicht verschlechtert. Einen Punkt, den die Gegnerinnen und Gegner häufig anführen: Tempo 30 betrifft auch den öffentlichen Verkehr.
Denn vielerorts müssen sich auch Tram und Bus an die Tempolimiten halten. Zum Beispiel dieses Tram der Linie 13 in Zürich. Bisher galt auf diesem Abschnitt ein Tempolimit von 50 km pro Stunde. Und Daten der Verkehrsbetriebe zeigen, im Durchschnitt brauchte das Tram für diese 6 Stationen rund 8 Minuten. Bald soll auf dieser Strecke aber nur noch Tempo 30 gelten. Und rein rechnerisch bedeutet dies für das Tram einen Zeitverlust von 29 Sekunden. Das ist einerseits ärgerlich für die Fahrgäste, weil sie länger unterwegs sind, hat aber auch zur Folge, dass mehr Trams und Busse eingesetzt werden müssen, um den Fahrplan aufrechtzuerhalten. Das wiederum verursacht mehr Kosten und macht den öffentlichen Verkehr weniger attraktiv. Tempo 30, ja oder nein? So ganz eindeutig ist die Antwort dann doch nicht. Vor allem, weil die Maßnahme immer auch im größeren verkehrspolitischen Kontext einer Stadt beurteilt werden sollte. Grundsätzlich würde ich aber sagen, auf Quartierstraßen überwiegen ganz klar die Vorteile. Bessere Luftqualität, geringere Lärmbelastung und höhere Verkehrssicherheit. Bei Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen ist die Sache hingegen weniger eindeutig. Unter anderem eben, weil sich die Einschränkungen auch auf Trams und Busse auswirken können. Was denkst du zu Tempo 30 in Städten? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Und wenn du noch nie von PFAS gehört hast, solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen. Darin geht es nämlich um künstliche Stoffverbindungen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, die leider aber auch ziemlich schädlich sind.